Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video, Giant Hunt Video von Burudeng. Und wir starten mit einem Hauch von Tö. Und ihr fragt mich, was ich mir heute für Drops wünsche. Das ist aber nett, dass ihr fragt. Also ich hätte gerne eine Herneswaffe, beliebiger Art und mindestens 2 Orichalcum. X-Product ist schon mal ein guter Start beim ersten Violet. Der schlimmste Albtraum. Die Konkurrenz gesichtet. Hat sich gerade hier eingeloggt und gesehen, dass ich den Violet schon attackiert habe. Ich habe mich schon gewundert. Giant Kingstar war nämlich nicht am Start. Und ich dachte mir schon so, okay, bin ich jetzt echt gerade so blöd, den zu finden? Bin dann aber meistens auch wirklich so, dass ich sage, nee, ich waste jetzt keine Zeit, ihn ewig zu suchen, wenn das der erste Channel war, auf dem ich bin. Und schwupps, schon taucht die Konkurrenz auf und es ist klar, er war tatsächlich nicht da. Ja, und das heute ist auch die letzte Farm-Session vor dem Update, das jetzt einfach aus dem Nichts kommt. Ich habe die ganze Zeit immer über das FEC-Ende geredet und nie über das Update, weil ich auch nicht wirklich damit gerechnet habe, dass das Update vom FEC-Ende kommt. Ich denke auch, dass es ein großer Fehler von Gala mal wieder ist, das Update so komplett ohne große Ankündigung einfach zu releasen. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt und ja, Violet Naga am Start. Das Ding ist, ich kenne denjenigen, der hier gerade sichtbar wurde. Der farmt gefühlt nur Kingstars. Deswegen wundert es mich jetzt gerade, dass hier der Giant steht. Okay. Interessant. Vielleicht hat er auch was anderes gemacht und gar keinen Giant gesucht. Interessant. Und da geht der Kollege auch schon down. There he is. Ein weiterer Giant Naga. Hier ein Violet Kingstar habe ich leider nicht gefunden. Also wurde jetzt uns schon ein Violet und ein Giant gemobst. Und ich wette, da wird noch mehr fehlen bei den Kingstern. Man muss schon wirklich sagen, es gibt nichts Geileres als ein Giant, der in so einer richtig fetten Meute von Monstern steht. Kappa. Natürlich ist es nicht geil. Ich hasse es. Ist zwar nicht so, dass die Monster jetzt wirklich stark sind oder so, es nervt einfach, dann immer die Argos um sich herum zu haben. Als Ranger natürlich die einfachste Option, einfach Dark Elo machen. Aber da ich ja das Achievement brauche, nutze ich die Gelegenheit dann immer, um, naja, einerseits noch ein paar Partypunkte rauszuschlagen. Und andererseits halt, um Achievement immer noch ein bisschen zu leveln. Aber grundsätzlich ist es schon einfach nervig, weil du willst jetzt nicht unbedingt jedes Mal noch 5, 6 Monster mitkillen. Aber manchmal geht es halt einfach nicht anders. Wenn so ein Giant hier so im absoluten Monster-Spawn steht, dann sind halt auch einfach 10 Agros daneben. Da kann man nichts machen. Und wir haben Mr. Violet Kingstar auf Channel 4. Sehr gefährlich, wenn hier jemand rumläuft, der hauptsächlich Kingstar schlachtet. Aber es gibt Risiken, die muss man einfach eingehen und wir haben eine Scroll of A Protecto dafür bekommen. Here we go again mit einem Giant Kingstar. Dafür hat jetzt der Violet Naga auf dem Channel gefehlt, also ich werde nicht so ganz schlau aus der Sache. Nervig ist es auf jeden Fall. Tja, die Konkurrenz schläft nicht. Schon wieder sind wir uns begegnet. Ja, wir haben die Hälfte der Violets bekommen. Literally 4 von 8. Also genau die Hälfte, ja. Ja, ist wie immer halt, ne? Muss man jetzt einfach gucken. Wann hört die Konkurrenz auf? Geben sie irgendwann auf? Gehen sie irgendwann schlafen? Wir werden sehen. Und ja, überraschenderweise jetzt noch ein Violet Mr. King gespawnt. Den lasse ich mir natürlich schmecken. Oh, oder auch nicht. Er lässt sich mich schmecken. Well, das ist jetzt echt unlucky. Aber ich töte ihn jetzt einfach mit meinem RM. Da habe ich nicht aufgepasst. LMAO. Well, das ist auch ein First für uns. Ich habe noch nie einen Giant mit meinem RM gekillt. Also, schon tausende Male wahrscheinlich, aber noch nie so. Oh, na gut, meine Power-Ups sind abgelaufen. Oder ein paar Power-Ups sind abgelaufen, deswegen. Naja gut, aber ich habe auch legit nicht richtig hingeschaut. Tja, das passiert. Rage-Face bei einem Violet. Kann das schon mal vorkommen. Giant Mr. King gerade noch so mit den gleichen Party-Skills gekillt. Ja, also die bisherige Ausbeute ist für das Time-Investment überschaubar, sagen wir es mal so. Aber gut, die letzten Male war es eigentlich immer so, die Konkurrenz muss ja zwangsläufig auch weniger Giants bekommen, weil ich meine, ich kriege ja nicht keine, ich kriege ja nur weniger, als wenn niemand farmen würde. Aber auf der anderen Seite sieht es ja eigentlich genauso aus und das bedeutet ja eigentlich mehr oder weniger, dass die dann auch überlegen, ob es sich noch lohnt. Also echt crazy, ne? Ich kann mir das auf FEC und so echt nicht vorstellen. Wie kann man da farmen, wenn 500 andere Leute farmen
Also wenn ich zwei oder sagen wir selbst 5 Giants pro Stunde killen würde, ich würde halt sofort aufhören. Ich würde nie wieder Giants farmen, weil das sich so heftig nicht lohnt. Also, keine Ahnung. Also pro Stunde so 15 müssten es ungefähr sein. Dann bin ich dabei. Alles drunter ist schon madig. Giant Mr. Naga. Nothing. Ein Giant Kingstar zeigt sich uns. Schon viel zu viel Zeit vergangen, um nur 14 Giants getötet zu haben. Das tut jeden Tag aufs Neue weh. Vor allem, es wird immer mehr gefühlt. Also ich habe jetzt eigentlich... Also komplett ohne Konkurrenz hatte ich, glaube ich, insgesamt echt nur so 3-4 Mal. Trotz der abgefuckten Notzeiten. Und in über einem Monat. Ich meine, der Zeitraum ist natürlich auch ziemlich groß. Und ja, ich meine, kann man natürlich auch nicht erwarten, dass ein kompletter Server dich farmt quasi. Aber man hofft es halt irgendwie trotzdem. Nächster Giant Kingstar. Ich werde dann jetzt beide auf die Dorians ausweichen und wenn ich wiederkomme und es wird nicht besser, dann müssen wir es wohl in Daycoin und dann mal anders weiter farmen. Nach dem Update. Das Update, das potenziell alle Herneswaffen wertlos machen könnte, wahrscheinlich nicht wird. Weiter geht's mit Giant Naga. Schon die Konkurrenzen eine Weile nicht mehr gesehen. Hoffentlich ein gutes Zeichen. Eine Monsieur Giant Kingstar. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den Dorian. Das war bis jetzt sehr erfolglos auf jeden Fall. Einerseits wegen der schlechten Drops, aber überwiegend wegen der schlechten Anzahl an Giants. Erster Mr. Giant Dorian. Hast du etwas für uns? Einen meiner gewünschten Drops, die ich am Anfang genannt habe? No. Nächster Giant Dorian. Hast du eine Drop? Nein. Giant Dorian Nummer 4. Was machst du hier? Okay. War zu spät für ein kleines Gedicht. Hey, let's go. Nur 2-mal Party Skills für 4 Giant Dorian. That's pretty good. Ja, leider nichts gedroppt. Zurück zu den Low-Bobs und hoffen, dass die Konkurrenz nicht mehr da ist. Drückt mir die Daumen. Und damit mache ich den Like-Button. Jetzt. Danke. Und hier ist auch schon der erste Low-Bob. Ein bisschen Bedenken habe ich, weil ich war gerade auf einem Channel komplett ohne Giant. Obwohl ich ja quasi gerade 20 Minuten Pause gemacht habe bei Dorian. Aber dann wiederum, naja, manchmal spawnen Giants nicht so schnell wieder. Und die Pause bei den Dorians, na gut, 20 Minuten ist eigentlich sogar zu viel. Ich meine, 2-mal Pi-Skills plus die Suche dazwischen. Das sind eigentlich also maximal 15, 16 Minuten. Pi mal Daumen. Giant Mr. King, haben Sie eine Drop für mich, Monsieur? Pendejo. Oh, Pendejo. Ein weiterer Pendejo. Oder auch nicht, vielleicht bist du auch ein cooler Boy. Und er ist ein Pendejo. Violet Naga auf Channel 4, das war vorhin einer von denen, die ich nicht bekommen habe, einer von den 3. 2 waren auf Channel 1 und der 3. war auf Channel 4. Aber gut, kann man jetzt nicht mehr wirklich zur ersten Runde dazu zählen, weil das jetzt schon 1,5 Stunden her ist. Länger sogar. Ein weiterer Giant Naga, ebenfalls Channel 4. Noch kein Drop von einem Giant oder so. Giant Mr. King, der Violet ist auch da und irgendwas Weirdes, ich weiß nicht, irgendwann hat den Violet Naga gekillt, also gerade gegen ihn gekämpft. Oh mein Gott, der Violet ist gedespawnt. Oh no, man, ganz hinten in der Ecke. Leute, der ist schon off the map quasi, also sieht es zumindest aus. Ja, der hat da AOE'd, komplett alleine, ohne Ringmaster, Knight. Und hat aber den Giant mit AOE'd, also keine Ahnung, vielleicht hat er da... Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. War einfach nur weird. Aber hat mich ein Giant gekostet. Leider. Verdammt nochmal. Und Mr. Violet King is going to die. Slow painful death. Entschuldigung. Come on, baby. Also bisherige Ausbeute 28 Giants, 1 X-Pro. Oh man. Da brauchen wir aber noch einiges. Kannst es dir nicht ausdenken. Freaking 3:30 und ich habe ein neues Farmteam entdeckt. Die jetzt anscheinend durchstarten wollen. Vermutlich haben sie den
Violet Naga auf Channel 1 gekillt. Da haben sie sich zumindest ausgelockt. Also ich weiß nicht, ob er da war. Ich habe es nicht gesehen, aber ich schätze mal, die haben den gekillt. Den wollte ich mir schnappen. Den Giant Naga, den schnappe ich mir aber auf jeden Fall. Ja, es wird immer schwierig. Hauptsächlich ist es halt echt nervig, weil ich mir halt wirklich auch die Cooldowns und so oder die Tötungszeiten notiere. Und natürlich, wenn ich es nicht selbst getötet habe, dann sehe ich halt auch logischerweise nicht, wann die respawnen und so. Aber ich werde so wenig Zeit wie möglich mit Rumfliegen verschwenden. Und meine Zeit halt möglichst nur damit verschwenden, auch tatsächlich Giants zu töten. Also ich denke mal, das ist nachvollziehbar. Und immer wenn dann halt jemand anders einen Violet also vor allem Violet tötet, bei Giants mache ich das natürlich nicht, weil bei Giants wäre es viel zu aufwendig und die spawnen gefühlt alle 20 Minuten. Aber bei Violets, wo die halt echt so lange Respawn-Zeiten haben, ist es halt schon geil, wenn du eigentlich genau weißt, okay, dann habe ich um 1:44 Uhr gekillt. Das heißt, ich weiß eigentlich, der spawnt bis 3 Uhr höchstwahrscheinlich nicht neu. Und dann suche ich halt auch gar nicht nach dem. Und weiß aber, nach 1,5 Stunden oder so kann er wieder da sein. Spätestens nach 2 Stunden ist er safe da. In den meisten Fällen. Außer jemand anderes hat ihn gekillt. Aber das ist halt schon sehr hilfreich, muss man sagen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wirklich absolut niemand sonst farmt. Sobald eine andere Person die gleichen Giants im Auge hat, funktioniert es nicht mehr. Und dann, naja, verschwendest du dir so viel Zeit mit rumfliegen. Und das ist das, was mich tatsächlich mehr frustriert, als die Tatsache, dass jemand anders Giants farmt. Ja, weil so hat das ganze Konzept auseinandergerät. Das ganze Gerüst, selbst wenn einer nur kurz reinschaut, ein paar Giants killt, fertig, zum Beispiel nachdem er Dungeons gefarmt hat oder so. Ja, das ist dann leider immer blöd. Dann zeig uns mal, was du kannst, Mr. Lila Kingstar. Der Violet Naga müsste eigentlich auch schon gerespawnt sein, aber dadurch, dass die anderen jetzt hier unterwegs sind, ist es halt wirklich unmöglich zu sagen, was mit dem passiert ist. Ist er wirklich noch nicht gespawnt? Oder ist er einfach schon tot? Ist wahrscheinlich tot. Giant Kingstar beehrt uns mit einem Drop? No. He's a hater. Er ist ein Hater. Altbackener Hater. Violet Naga und die Konkurrenz fliegt vorbei. Weggeschnappt erfolgreich. Let's go. Weiter geht's. Giant Naga. Und hat er mal einen Drop für uns heute? Nein. Mr. Violet Dr. Professor King. Geben Sie mir jetzt ein X-Product. Mist. Dreckiger Hater. Giant Naga. Fast Fotofinish. Tot ohne Drop. Und wieder bei Mr. Giant Nummer... hier. Giant Nummer 37. Und wir haben bisher nur ein X-Pro. Alter Vater, ey. Also, das ist wirklich... Man kann diese Hernes-Drops nicht erzwingen, ne? Es ist unmöglich. And another one. Bites the dust. Giant Naga. Von denen haben wir heute, glaube ich, nicht so viele gekillt. Die wurden mir am häufigsten weggeschnappt. Das sind alles beide. Uff. Alter Schwede. Ich meine, wenn schon keine Herreswaffe kommt, dann gebt mir ja zumindest irgendwas, Alter. Ich kann doch nicht nur einen X-Product droppen. Wie sieht denn das aus, Mann? Das kann man doch nicht hochladen, Mensch. Professor Violet Kingstar. X-Product. Jetzt aber. Ich bin einfach zu gut. Ändert nichts an der Tatsache, dass wir auch gerne was anderes droppen würden als nur X-Protects. Oh, es liegt noch da. Tatsächlich. Eine Mr. Giant King. Mit der eine Droppe, bitte. No. Giant Naga. Ich fürchte, wir müssen bald wieder auf Dorian ausweichen. Konkurrenz ist länger nicht mehr gesichtet. Ich denke, die haben es aufgegeben. Weil einfach nicht mehr genug da ist für mehrere Leute. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie oft die Leute echt dann kommen, wenn gerade Violet Respawn-Zeit ist. Es gibt halt echt, es müsste Zeitfenster geben, zum Beispiel kurz bevor ich zu Dorians gehe, wo halt wirklich gar nichts da ist. Also da kann nichts da sein, aber da kommt gefühlt, also gut, vielleicht kommt jemand und ich sehe es noch nicht, aber gefühlt kommt da nie jemand. Die kommen immer dann, wenn gerade alles am Respawn ist. Ein kleiner Giant Mr. King. Und Drops. Alright, nächster Giant Mr. King. No Drop. Alter, ich habe keine Ahnung, was gerade los war. Der Giant Dorian hat ab der Rage Phase
permanent seinen Skill gemacht. Das war geisteskrank. Der Kollege gleich viel entspannter. Warum geht das nicht gleich so? Wieder ein sehr entspannter Giant Dorian. Aber hatte auch Drops? Nicht mal einen einzigen. Und letzter, vierter Giant Dorian. Die haben mich jetzt echt viele Partypunkte gekostet, weil wir haben nur einen Doppelkill bekommen sozusagen. Also 2 Kills mit einmal Partypunkte. Damit sind wir hier fertig. Giant Dorian 8-mal gekillt, hat heute leider nichts gedroppt. Letztes Mal war 8 Dorian und wenigstens ein Ori. Und jetzt geht es zurück zu den Low-Bobs für die letzten paar Partypunkte. Hoffentlich ohne Konkurrenz. Und yeah. Zurück bei den Low-Bobs. Mr. Giant King, haben Sie eine Drop für uns, Monsieur? Mon cher? Schade, no. Giant Nummer 49 war das gerade, by the way. Wir haben 2x Product. 2x Product. Der Schmerz sitzt also sehr, sehr tief. Mr. Naga macht die 50 voll. Und bitte, wir brauchen eine Drop. Absolute Vollkatastrophe ansonsten. Weiter geht's mit noch einem von der Sorte. Leider wieder ohne Drops, meine Güte. Giant King, come on, Bro. Ich will ein Orikalkum heute noch sehen. Bitte. Bitte, Bro. Komm, Bro. Sein Bro, Bro. Ein weiterer Mr. King. Ohne Drop. Gigantische Schlangenprinzessin. Oder Prinz, König, Queen, whatever. Ich will einen Drop, Baby. Oh. Spawnen sogar die Violets schon wieder. Es ist ein Teufelskreislauf. Wenn einem zu viel weggeschnappt wird, braucht man so lange, dass schon die dritte Violet-Runde startet. Was gut, aber auch irgendwie schlecht ist. Giant Naga. Ja, und ich werde jetzt nur noch kurz gucken, ob ich noch Violet Nagas finde, weil alles andere lohnt sich nicht. Also Kingstars haben wir eh eine niedrigere Droprate, jetzt deswegen noch weiterzumachen. Macht wenig bis keinen Sinn. Genau. And another one. Giant Naga. Bitte mal endlich Drops. Puh, also heute ist... Yikes. Noch ein Violet Naga. Aber... Yeah. Okay, auf dem Channel, auf dem ich jetzt gerade aufhören wollte, waren nochmal Giant Naga und Violet Naga gerespawnt. Aber hiernach ist jetzt wirklich Schluss. Giant-Violet Nummer 59. Ein Violet Naga. Ja, und hier werden jetzt höchstwahrscheinlich die Party-Skills auslaufen, bevor der Giant Kingster tot ist. Also selbst mit Link Attack dauert der knapp 2 Minuten leider. Aber wir können es probieren. Ich meine, es sind immerhin über 2 Minuten noch übrig. Nur kurz double checken. Ja, läuft alles, genau. Ja, das war wohl mit Abstand eine der schlechtesten Aktionen ever. Immerhin haben wir 2x Product bei 60, beziehungsweise, falls der jetzt noch sterben sollte innerhalb der Party-Skills, 61 Giants, und das ist schon echt schlecht, muss man sagen. Also, ja, keine Ahnung, was ich falsch mache, wirklich nicht. Ich meine, gut, heute habe ich, glaube ich, viele Kingstars getötet. Deutlich mehr Kingstars als Naga. Weil jetzt die letzten 10 waren gefühlt nur noch Naga, so dadurch müsste es eigentlich wieder ausgeglichen haben. Ja, ich meine, klar, aber ich meine, darauf kannst du es nicht schieben, weil ich meine, 75% der Giants, die ich töte, Giants-Violets, die ich töte, haben 100% oder fast 100% Droprate. Also alle Nagas und alle Dorians auf jeden Fall, und das macht eigentlich schon mehr als die Hälfte aus. Violet Kingstar ist immer noch ziemlich gut und nur Giant Kingstar ist der einzige, der ein bisschen schlechter ist. Aber halt auch nicht extrem viel schlechter. Ich meine, immerhin habe ich schon einige Drops von ihm bekommen. Also, ja, keine Ahnung. Ist einfach unlucky. Wenn man halt nicht mal ein Ori droppt, das tut immer besonders weh. Aber was soll's. Ja gut, es wird sich safe nicht ausgehen. Ja, 50 Sekunden, 8 Millionen. Das könnte legit reichen. Das könnte tatsächlich sehr knapp werden. Fotofinish vielleicht sogar. Wäre jetzt halt echt lustig, wenn der noch was droppen würde. Selbst ohne Party-Skills könnte er theoretisch was droppen. Ist mir aber bisher noch nie passiert. Also es ist nicht der erste Giant, den ich ohne Party-Skills kill. Meistens aus Versehen. Oder wenn überhaupt aus Versehen. Was heißt meistens? So oft passiert es mir jetzt auch nicht. Aber wenn es passiert, dann natürlich nicht mehr Absicht. Ja, doch, das könnte tatsächlich... Ja...
Doch, das müsste tatsächlich... Boah, das wird extrem knapp. Ich darf nicht healen. Wenn ich heale, verliere ich. Ich muss Dauer 10. Ah, es ist... Ja, oh. Oh, meine Güte, wir haben's. Oh, no! Alter, nein! Ey, 1 Sekunde. Boah, ist das unlucky. Alter, das war echt 1 Sekunde oder so. Wow. Na, ich meine, der hat so oder so nichts gedroppt. Damn. Crazy. Ja, aber das war's. Mehr hatte ich eigentlich nicht hinzuzufügen. Oh, mein Inventar ist sogar voll. Keine schöne Runde, definitiv nicht. Aber vielleicht läuft es ja beim nächsten Mal wieder besser. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Für tägliche Livestreams schaut auf Twitch vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.